Hallo mein lieber Freund, lass uns in meinem neuen Video wieder etwas lernen und etwas hinterfragen. Wenn die Dunkelheit des Himmels zu einer Treppe werden würde und diese Treppe den Atem eines Gottes zur Erde hinabtragen könnte, wo würde der Mensch sich selbst einordnen? Für die Maya, die in den einsamen Wäldern Mesoamerikas lebten, war diese Frage nicht nur ein Gedanke. Sie war der einzige Weg, die Welt sinnvoll zu verstehen. Für sie war das Universum eine Pyramide mit 3 Ebenen. Oben das Licht der Götter, in der Mitte der Atem der Menschen und ganz unten die verborgenen Wege, in denen die Dunkelheit wandert. Diese 3 Bereiche waren verschieden, aber sie schienen durch einen unsichtbaren Faden miteinander verbunden zu sein. Jede Bewegung berührte die andere, jede Entscheidung erzeugte einen unsichtbaren Widerhall. Für die Maya war das Leben Teil einer göttlichen Ordnung, der regelmäßige Auf- und Untergang der Sonne, der Richtungswechsel des Windes, der Regen, der in winzigen Tropfen vom Himmel fiel und plötzlich die Wüsten grün färbte. Nichts davon konnte zufällig sein. Alles musste einen Grund haben. Und jeder Grund hatte eine Folge und damit einen Schöpfer, einen Gott. Einer der ältesten unter ihnen war Itzamna Dash, der Gestalter des Weltatems. Er galt als Ursprung der Weisheit, als Herr der Schrift und als Hüter der Zeit. Die ältesten Texte der Priester erzählten, dass Itzamna die Welt aus einem stillen Gedanken heraus formte, als wäre das Universum aus einem alten Traum entstanden, der im Geist eines Gottes wieder lebendig wurde. Doch im Glauben der Maya gab es nicht nur eine Kraft des Gleichgewichts, es gab noch eine weitere, die vom Himmel zur Erde hinabstieg. Kukulkan, die gefiederte Schlange. Er war der Atem des Windes und die lebendige Form des Wissens. Für die Maya war Kukulkan nicht einfach eine Gottheit, er war ein Übergang, eine Brücke. Seine Existenz reichte in die Tiefen des Himmels und zugleich in die Greifbarkeit der Erde. Er war ein kosmisches Prinzip, das mit Menschen sprechen konnte und die Bewegung der göttlichen Ordnung in sich trug. Die Schlange symbolisierte nicht Dunkelheit, sondern die älteste Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das sichtbarste Beispiel dafür liegt in den Stufen der großen Pyramide von Chichén Itzá. Wenn die Sonne an den Tagen der Tag- und Nachtgleiche den richtigen Winkel erreichte, glitt ein Lichtband wie eine Schlange die Treppen hinab, als würde Kukulkan für einen Moment aus dem Himmel steigen. Für die Maya war dies nicht nur ein astronomisches Meisterwerk, sondern der Beweis, dass das Universum noch immer eine lebendige Ordnung besitzt. Der Gott atmete nicht nur im Ritual, er atmete im Rhythmus der Natur. Im Glauben der Maya war auch die Zeit ein göttliches Wesen. Sie verging nicht, sie kehrte zurück, immer wieder unermüdlich in geordneten Zyklen. Die Zeit diente nicht nur als Kalender, sie bestimmte die Bewegungen der Seelen und die Momente, in denen die Götter zu den Menschen sprachen. Jeder Tag hatte seinen Charakter, jeder Monat seinen Geist, jedes Jahr sein eigenes Schicksal. Und dieses Schicksal war kein Zufall. Die Maya-Priester waren dafür verantwortlich, diese Ordnung zu sehen und zu deuten. Sie verfolgten die Bewegungen des Himmels, lasen die Symbole in den Steinen und erklärten den Menschen, wie ihr Schicksal durch ihren Geburtstag geprägt war. Der Mensch stand für sie nicht außerhalb des kosmischen Kreises. Er stand im Zentrum. Jedes Leben war ein Teil des großen Kreises, den die Götter erschaffen hatten. Deshalb war die Religion der Maya keine Lehre der Angst, sondern eine Lehre der Verantwortung. Der Mensch begegnete nicht den Launen der Götter, sondern dem Rhythmus des Universums. Wenn er einen Fehler machte, wartete er nicht auf eine Strafe von oben, denn ein Fehler störte den kosmischen Klang und das Universum forderte:
ist keine Rache, sondern die Wiederherstellung seiner Ordnung. Eine der faszinierendsten Vorstellungen der Maya-Welt war der Bund zwischen Körper und Seele. Für sie war die Seele nicht nur Energie, sondern Kraft, die mit dem Atem kam. Wenn ein Mensch geboren wurde, gab das Universum ihm seinen Atem. Wenn er starb, nahm es ihn zurück. Deshalb war das Leben eine gemeinsame Frequenz von Göttern und Menschen. Die Maya glaubten, dass alles seinen Preis hatte. Doch dieser Preis war nicht Ausdruck von Angst, sondern Teil des Gleichgewichts. Jede Anstrengung, den Bund zwischen Himmel und Erde zu bewahren, war ein Zeichen des Respekts vor dem Universum. Und in all dieser Ordnung lag eine einzige Wahrheit: Die Götter waren nicht da, um die Menschen zu beherrschen, sondern um ihnen zu zeigen, wie das Universum funktioniert. Für die Maya waren die Götter nicht Wesen, die nur am Himmel wohnten. Jeder von ihnen konnte den Menschen berühren oder die Erde selbst. Ihre Kräfte zu verstehen bedeutete, die Natur zu entziffern, denn das Universum sprach in Zeichen: ein plötzlicher Windstoß, ein verstummter Vogel, ein Schatten, der für einen Herzschlag über den Himmel zog. All das waren Botschaften der Götter. Im Zentrum dieser Botschaften stand Itzamna. Er war nicht nur der Schöpfer, sondern der Träger von Wissen, Verstand und Ordnung. Er schenkte den Menschen die Schrift, und deshalb waren Hieroglyphen nicht nur ein Werkzeug, sondern ein heiliger Schatz. Jedes Zeichen war ein Gedanke, jede Linie ein Abdruck kosmischer Bewegung. Zu schreiben bedeutete, das Wort der Götter in Stein zu ritzen. Für die Priester, die Itzamnas Lehren folgten, war der Himmel ein Führer. Die Sterne waren kein Lichtspiel, sondern der Kalender der Zeit. Die Bewegungen der Planeten waren die Reisen der Götter im kosmischen Raum. Nachts stiegen die Priester auf die Tempelspitzen und beobachteten das Firmament mit bloßem Auge. Wenn ein Stern verschwand, war das für sie kein Zufall, sondern Zeichen einer großen Entscheidung des Universums. Darum war Astronomie für die Maya die heiligste Form der Wissenschaft. In dieser Ordnung war Kukulkan, die Kraft, die den Atem des Himmels trug. Seine gefiederte Schlangengestalt zeigte, dass die Götter auch die Erde beherrschen konnten. Die Krümmung der Schlange war die Bewegung des Windes, die Federn, die Leichtigkeit des Himmels. Der sich ständig wandelnde Rhythmus der Natur wurde durch Kukulkan verkörpert. Für die Maya war er nicht nur ein Gott, der vom Himmel zur Erde stieg, er war das Symbol für die Bewegung im Inneren des Menschen. Wenn ein Mensch eine Entscheidung traf, einen Weg wählte oder einen Fehler wieder gut machen wollte, dann, so glaubten sie, bewegte sich die Schlange in seinem Inneren. Kukulkan war deshalb der Führer der äußeren Welt und zugleich der inneren Seele. In der Maya-Gesellschaft handelten die Götter nicht nach den vorübergehenden Wünschen der Menschen, sondern nach den unerschütterlichen Gesetzen der kosmischen Ordnung. Wenn eine Dürre eintrat, wurde dies nicht als unmittelbare Strafe verstanden, sondern als eine Art Warnung des Universums. Ein Zeichen dafür, dass das Gleichgewicht erschüttert war. Die Aufgabe der Menschen bestand darin, diese Störung durch Rituale und durch einen richtigen Lebenswandel zu heilen und die Balance wiederherzustellen. Im Glauben der Maya gab es keine klaren Kategorien wie gut oder böse. Entscheidend war, wie die individuellen Entscheidungen und Handlungen die stetige Schwingung des Universums beeinflussten. Darum waren alle Rituale keine Mittel, um Strafen abzuwenden, sondern Versuche, die Ordnung des Daseins zu schützen und zu bewahren. Vor allem die Blutrituale wurden von außen lange missverstanden. Für die Maya war Blut die reinste Essenz des Lebens. Wenn jemand sein eigenes Blut darbrachte, war er kein Opfer im üblichen Sinn. Er trat bewusst in den heiligen Fluss des Universums ein.
Das Ziel war nicht, einen Gott zu besänftigen, sondern die eigene Verbundenheit mit dem kosmischen Strom zu bezeugen. Diese Rituale wurden besonders von Priestern und Herrschern durchgeführt, denn an ihnen erkannte das Volk, ob ihre Führer im Einklang mit der Ordnung des Universums standen. Wenn ein König sein Blut gab, sagte er damit: Nicht ich schütze das Volk, das Universum tut es. So stärkten sich die Bindungen zwischen Menschen und Göttern und die Ordnung blieb bestehen. Die Religion der Maya war kein System der Angst, sondern ein System der Harmonie. Im Kern stand die Fähigkeit des Menschen, die Rhythmen in sich selbst zu erkennen und sie mit den Rhythmen der Natur zu verweben. Alles war Teil eines Ganzen. Der Himmel, die Menschen, die Steine, die Bäume, das Wasser und die Zeit. Sie wirkten getrennt, doch in Wahrheit waren sie miteinander verbunden, und mitten in all dem stand eine entscheidende Frage: Kann ein Mensch seinen eigenen Kreislauf verstehen, ohne den Kreislauf des Universums zu begreifen? In der Welt der Maya floss die Zeit nicht einfach vorwärts. Jeder Moment war ein heiliger Kreis, der sich in sich selbst zurückbog. Das Leben war Teil dieses Kreises. Nichts war auf das Jetzt begrenzt. Die Vergangenheit lebte in der Zukunft und die Zukunft warf ihren Schatten in die Gegenwart. Diese Sichtweise machte jede Entscheidung, jedes Ritual zu einem Baustein in der großen Ordnung des Universums. Im Zentrum dieser Ordnung stand der heilige Kalender. Für die Maya war er kein gewöhnlicher Zähler von Tagen. Jeder Tag hatte einen eigenen Charakter, eine Seele, eine Kraft. Der Tag der Geburt prägte das Verhalten, das Schicksal und den inneren Weg eines Menschen. Darum war die Geburt eines Kindes nicht nur ein Fest, sie war der erste Schritt auf seinem kosmischen Pfad. Die Priester bemühten sich, die Geister, die in den Zeilen des Kalenders lagen, zu lesen. Jedes Zeichen, jedes Ereignis war eine stille Botschaft der Götter, eine Prophezeiung, war nicht nur die Vorhersage der Zukunft, sondern die Erklärung, welchen Weg eine Entscheidung öffnen oder schließen würde. So wurde die Zeit zu einem Lehrer, der zwischen Mensch und Gott vermittelte. Im Glauben der Maya war die Grenze zwischen Leben und Tod keine gerade Linie. Der Tod war kein Ende, sondern eine Richtungsänderung des Kreislaufs. Wenn die Seele den Körper verließ, trat sie in einen Durchgang innerhalb des Universums. Welche Schwingung ein Mensch im Leben getragen hatte, bestimmte seinen Weg danach. Ein Begräbnis war deshalb nicht nur ein Abschied, sondern ein Akt des Respekts vor dem Weg der Seele. Im Kosmos, nach der Lehre der Maya, öffnen sich nach dem Tod 3 Welten: die obere Welt des Lichts, die mittlere Welt der Menschen und die untere Welt der Schatten. Doch diese Ebenen waren keine streng getrennten Reiche. Eine Seele kehrte immer zu irgendeinem Punkt des Kreislaufs zurück, denn kein Licht verschwindet vollständig und kein Schatten wird jemals ganz ausgelöscht. Beide hatten ihren Platz in der Harmonie des Universums. Das eindrucksvollste Beispiel dafür war das berühmte Ballspiel der Maya. Es war kein Wettkampf und kein gewöhnlicher Sport. Es war ein Spiegel des schmalen Weges zwischen Leben und Tod. Der Ball symbolisierte die Reise der Sonne am Himmel. Die Spieler galten als Helden, die gegen die Kräfte der Finsternis kämpften. Jede Bewegung war ein Abbild eines kosmischen Kampfes. Der Sieger wurde heilig gesprochen, denn man glaubte, dass er die kosmische Ordnung gestärkt hatte. Es gibt Berichte, dass in manchen Zeiten die Verlierer geopfert wurden, doch auch das diente nicht der Angst. Es symbolisierte, dass selbst der Tod Teil des großen Kreislaufs ist. Für die Maya war das höchste Prinzip nicht das Leben, sondern die Balance. Das Ballspiel war keine einfache Darstellung eines Mythos. Es war der Versuch,
den inneren Kampf des Menschen sichtbar zu machen, denn wenn der Mensch mit dem Takt des Universums in Einklang handelte, kam er der Balance näher, wenn nicht, geriet sie aus dem Gleichgewicht. Und der Schatten in ihm wuchs, darum war es ein Spiel, das weit mehr war als ein Spiel. Die Lehre der Maya fasste all dies in einem Satz zusammen: Der Mensch steht nicht im Zentrum des Universums. Er ist ein Teil seines Rhythmus. Darum ist seine Aufgabe, nicht zu herrschen, sondern zu verstehen, sich anzupassen und zu handeln, ohne die Ordnung zu zerstören. Die Maya spürten, dass jeder Schritt einen unsichtbaren Widerhall hat. Sogar ein Gedanke konnte eine Welle an einem entfernten Ort erzeugen. Darum trug der Mensch nicht nur die Verantwortung für sein eigenes Leben, sondern für den gesamten Kreislauf. Vielleicht war genau das die größte Stärke des Maya-Glaubens. Der Mensch erwartete nichts von den Göttern. Er antwortete dem Universum mit seinem eigenen Handeln und übernahm Verantwortung. Die Herzen des Maya-Volkes schlugen nicht nur auf den Gipfeln der Tempel, sondern selbst in den unscheinbarsten Momenten des Alltags, denn in diesem Glauben waren die Götter keine fernen Kräfte, die nur am Himmel wanderten. Sie waren Führer, die im Boden, im Fluss des Wassers und im Atem der Menschen lebten. Darum galt sogar die erste Bewegung eines Maya-Bauers bei Sonnenaufgang als Teil der kosmischen Ordnung. Eine der wichtigsten Aufgaben des Alltags war die Landwirtschaft. Mais bedeutete nicht nur Nahrung, sondern Leben. Die Maya glaubten, dass die Götter den Menschen aus Mais erschufen. Darum wurde mit jedem Samen, der in die Erde gelegt wurde, nicht nur eine Pflanze gesät, sondern auch eine Verbindung zu den eigenen Ursprüngen erneuert. Wenn die Ernte begann, segneten die Priester nicht die Erde. Sie glaubten, dass die Erde den Menschen segnete. Denn in jeder Mühe, in jedem Werk des Menschen lebte eine Spur der Götter. Die Wolken, die den Regen ankündigten, waren kein gewöhnliches Wetterzeichen. Sie galten als unmittelbare Bewegung der Götter. Der Regengott Chak wanderte über den Himmel, und wenn er seinen Speer auf die Wolken schlug, erhellten Blitze die Erde. Doch dies diente nicht dazu, die Natur zu vermenschlichen. Die Maya wollten sie nicht personifizieren, sie wollten sie verstehen. Und dazu suchten sie die Sprache der Natur, eine Sprache ohne Worte. Diese Sichtweise prägte auch die soziale Struktur. Die Priester waren keine Hüter von Macht, sondern Hüter des Wissens. Sie führten das Volk nicht mit Befehlen, sondern durch ihre Fähigkeit, Zeit, Natur und die Wege der Seelen zu deuten. Ihre Autorität wuchs nicht aus Macht, sondern aus Verstehen. Und ein Fehler eines Priesters traf nicht nur ihn selbst, er konnte das Gleichgewicht von Volk und Kosmos erschüttern. Dieser Rhythmus spiegelte sich auch in der Kunst der Maya. Die Figuren in den Steinreliefs waren keine bloßen Darstellungen, sie waren Symbole verschiedener Seelenzustände. Die Haltung, der Blick, die Anzahl der Federn am Kopf, alles trug eine Botschaft. Die Steine galten als sprechende Texte, denn die Künstler meißelten die Botschaften der Götter in ihre Oberfläche. Auch die Städte der Maya folgten dieser Ordnung. Häuser, Tempel und Plätze wurden nie zufällig errichtet. Sie waren Teil einer unsichtbaren Architektur, die den Bewegungen des Himmels folgte. Der Schatten eines Tempels fiel zu bestimmten Tagen in einem bestimmten Winkel als Zeichen und als Erinnerung, denn selbst die Städte waren nicht das Werk der Menschen, sondern die Spiegelung der kosmischen Karte des Universums. Ein weiterer bedeutsamer Aspekt war die Sprache des Blutes. Blut war die Essenz des Lebens. Ein einziger Tropfen galt als heilig, weil er das Leben selbst in sich trug. Darum waren die Blutrituale keine Akte des Schreckens, sondern Wege, die Verbindung zur Schöpfung
zu erneuern. Wenn ein König sein Blut gab, sandte er eine Botschaft an das Volk. Ich trage die Verantwortung für diesen Zustand der Ordnung. Blut war kein Geschenk an die Götter, es war ein Zeichen der eigenen Verbundenheit mit dem Universum. Durch diese Rituale verstand der Mensch seine Wirkung auf das Universum besser. Eine Lüge war nicht nur ein moralischer Fehler. In der Maya-Welt war sie ein Schatten, der die Frequenz der Ordnung störte, ein Akt der Großzügigkeit dagegen, war ein Schritt, der das Licht stärkte. So wurde jede Handlung zu einer Spur im Gleichgewicht des Kosmos. Die Maya-Religion bot daher eine Karte der äußeren und der inneren Welt. Der Mensch musste nicht nur in der Ordnung der Götter bestehen, er musste auch die Ordnung in sich selbst bewahren. Denn wenn ein Mensch sein inneres Gleichgewicht verlor, erschütterte dieser Zustand auch den Rhythmus der Gemeinschaft und der Natur. Und in der Maya-Welt erkannte jeder eine Wahrheit. Das Gleichgewicht des Universums wurde nicht durch die Befehle der Götter bewahrt, sondern durch die Handlungen der Menschen. Der Aufstieg der Maya-Zivilisation schien wie eine Spur, die die Götter vom Himmel auf die Erde gelegt hatten. Doch keine Ordnung bleibt ewig im selben Rhythmus. Wie das Universum Zyklen hat, so haben sie auch die Völker. Jahrhundertelang glänzten die Maya-Städte mit großen Tempeln, Ritualen und astronomischem Wissen. Doch mit der Zeit legte sich ein stiller Schatten über diese Welt. Einst waren die Pyramiden umgeben von Menschenmengen. Später berührte nur der Wind ihre Stufen. Einige Städte wurden verlassen, andere durch Konflikte geschwächt. Die Ursachen waren vielfältig. Für die Maya-Priester zeigte jede Krise, dass die innere Ordnung des Volkes erschüttert war. Dürre, Krankheit, Streit, alles galt als Warnung des Universums. Sie erinnerten daran, dass alte Rhythmen nicht ewig weitergetragen werden konnten. Doch der Glaube verschwand nicht. Er veränderte sich. Als neue Religionen aufkamen, verloren die Maya ihre Rituale nicht. Sie kleideten sie nur in neue Formen. Die alten Götter bekamen neue Namen, aber die Beziehung zur Zeit blieb bestehen. Die Zyklen lebten weiter, der Kalender blieb. Eine Sprache des Lebens. Die Weisheit Itzamnas ging nicht verloren. Die Beobachtung des Himmels wurde weitergegeben. Das Symbol Kukulkans, der gefiederte Schlangengott, blieb erhalten. Nicht nur als Mythos, sondern als Erinnerung an die innere Kraft des Maya-Volkes. Und noch heute, wenn am Tag der Tag und Nacht gleiche, die Licht-Schatten-Schlange, die Stufen von Chichen Itza hinabgleitet, sehen die Menschen nicht einfach ein Spiel aus Licht. Sie erleben den Atem von tausenden Jahren. Die Maya verschwanden nicht im Lärm der modernen Welt. Ihre Spuren leben still weiter, in Sprachen, Ritualen, Gemeinschaftsfeiern und selbst in Gewohnheiten des Alltags. Denn der Maya-Glaube war nie nur die Geschichte der Götter, er war die Geschichte der menschlichen Suche nach Balance. Heute, wenn eine Maya-Gemeinschaft um ein Feuer sitzt und in eine alte Stille eintaucht, kann man darin immer noch etwas hören. Den Versuch des Menschen, mit dem Universum zu sprechen. Das Flackern der Flamme, ein Hauch des Windes, ein Stern am Himmel. Sie alle tragen noch immer die Sprache der Maya-Welt. Die Götter treten vielleicht zurück, aber die innere Suche des Menschen bleibt dieselbe. Die Maya lehren uns, das Universum besteht. Nicht nur aus großen Kräften, sondern aus kleinen Schritten. Jede Entscheidung, jeder Schritt berührt die unsichtbaren Wände dieses Gleichgewichts und niemand kann die Ordnung der Welt verstehen, wenn er nicht zuerst die Ordnung in sich selbst erkennt. Vielleicht deshalb spüren Menschen, die durch die Schatten der Maya-Tempel wandern, immer dasselbe. Der Mensch
ist nicht allein im Universum, aber das Universum ist dem Menschen auch nicht fern. Die Götter steigen nicht auf Himmelsleitern herab, sie leben im Inneren des Menschen. Und nur eine Frage bleibt: Mit welchem Schritt gehst du durch diese große Ordnung? Schreib es mir in die Kommentare.